On behalf of Swiss African Integration and Health Network, hi, Emmanuel Bamidele. Here I am in Bremgarten City, Canton Aargau of Switzerland. Today is a peaceful demonstration by some concerned organization about the new law that said that asylants are not allowed to use public facilities in the canton of Bremgarten. Public facilities like swimming pools, they cannot go to the library, and they said they are not even allowed to use the churches. But for African Mirror TV, what is basically consigned to us, or of utmost concern to us, is the fact that why is it that they have to be locked up from 9 a.m. in the morning till 5 o'clock? They can only allow to go out. After 5 p.m. in the evening, they have to stay indoor. This is now, we don't know who exactly is responsible for this decision. Is it the canton that is responsible for this decision, or is it the Federal Office of Migration that imposed this decision that it should be like that? Or it is just the asylum center themselves? We are going to find out. I remain your same person, Emmanuel Bamidele, signing off for African Mirror TV. Thank you. Sind Sie zufrieden, dass die Leute darf nicht im Schwimmbad gehen? Oder? Fragezeichen. Ich kann verstehen wenig. Ja. Ich habe nicht Verständnis, aber ich kann die Bevölkerung verstehen, dass sie besorgt sind. Ja, und ich denke, es ist normal, dass... Aber ich bin kein Rassist. Ja. Und im Akutfall würde ich, nur im Akutfall, eine Mutter mit einem Kind kurzzeitig aufnehmen. Für so 4 Monate, vielleicht 5 Monate. Und Reihe eingegrenzt, das finde ich okay, weil viele haben Angst. Und das ist nicht eine Beleidigung für euch. Da müsst ihr bitte auch etwas Verständnis haben, da sind die Verbrecher einfach mitschuldig. Ah, also. Das hat mit nicht also jeder Mensch ist gleich. Das heißt, jeder Mensch ist gleich, aber sind Sie für dieses Gesetz, dass Asylbewerber muss nicht überall erlaubt? Es von mir aus dürfte, ja. Aber ich kann es sehr gut verstehen, weil es viele Verbrecher in der Schweiz und im ganzen Welt gibt. Ich verstehe die Ängste der Eltern mit Kindern. Ah, also vielen Dank, wir danken Ihnen für Ihre Meinung. Merci. Was ist genau Ihre Nachfrage? Was willst du von dieser Demonstration? Für diese Demonstration, wir wollen ein Zeichen setzen und sagen, man darf nicht Rassismus hier in der Schweiz verbreiten. Und vor allem, wenn es seitens der Behörden kommt. Wir kämpfen schon seit langem gegen einfach Rassisten, die nicht in der Regierung sind. Und wenn jetzt es seitens der Regierung kommt, dann wird es gefährlicher. Und wir möchten einfach sagen, dass gegen diese Verbote für Asylsuchende, die einfach noch in Verfahren sind, geht nicht. Sie haben 23 Verbote ausgeschrieben hier im Dorf hier, wo die Asylsuchenden nicht gehen dürfen. Aber die Frage jetzt ist es eine Vereinbarung zwischen der Bundesamt für Migration und der Stadt Bremgarten? Ganz genau. Ist das zusammen, oder? Wer ist verantwortlich, wer ist zuständig für diese Verbote? Verantwortlich sind BFM, Bundesamt für Migration, und die Gemeinde Bremgarten. Sie haben zusammen die Verbote ausgeschrieben, ja. Bevor das Zentrum eröffnet wurde. Aber Simonita Samoruga, unsere Ministerin der Justice, sie hat gesagt, dass es gibt keine, dass man darf überall benutzen, dass man darf Freiheit laufen auf der ganzen Stadt. Und jetzt, wir sehen hier, die Leute dürfen nicht draußen gehen. Sie müssen nur von 9 Uhr bis 17 Uhr am Abend draußen und muss drinnen sein. Ist das eine Freiheit? Das ist keine Freiheit mehr. Das erinnert uns sogar an Apartheid, oder? Das ist wie ein Lager.
wirklich, das macht schon Angst, wenn man von Lager redet. Wie können Menschen in einem Ort geschlossen sein, ohne ein Verbrechen zu begehen? Und Simonetta Sommaruga sollte auch wirklich hier vor Ort kommen und sagen, das geht nicht. Die Leute müssen nicht eingesperrt werden, sie sollen frei sein, sie müssen sich bewegen. Okay, gibt es eine Möglichkeit, dass die Leute kann in der Zukunft oder in einer Woche oder 2 Wochen frei sein? Gibt es eine Möglichkeit? Eben. Was du siehst? Du musst wissen, die sind Asylsuchende in Verfahren, die sind neu in der Schweiz und die Fälle werden bearbeitet. Manchmal nimmt 4 Jahre Zeit. Also das wird nicht kurzfristig sein. Ja, also meine letzte Frage. Wenn man sieht, es gibt nicht so viele afrikanische Leute hier. Ist es, dass der Organizer hat nicht die afrikanische Organisation informiert oder die afrikanischen Leute sind ein bisschen, sie haben Angst oder was ist der Grund? Viele von denen haben schon Angst. Du musst einfach wissen, dass viele schon Asyl gemacht haben und immer wenn sie mit der Polizei konfrontiert sind, dann haben sie große Probleme. Und daher diese Probleme zu sagen, hey, es gibt kein Problem, komm mit uns, es ist sehr schwierig. Es gibt schon einige hier, aber eben das sind die aktiven Leute, die etwas gegen einfach Rassismus hier kämpfen können. Also die letzte Frage jetzt ist, wer hat heute gewählt? Die Organizer von dieser Demo oder die Stadt Bremgarten hat gesagt, die Leute müssen am Freitag kommen, sonst wir finden das vielleicht es ist besser, wenn es am Samstag ist, damit Leute, die nicht arbeiten, kann auch vorbeikommen. Da hast du recht, aber wir haben es spontan abgemacht, dass wir die Demo heute machen. Okay. Und der Grund ist, dass wir auch mit der Gemeindepräsidentin reden wollen. Und am Wochenende ist er nicht da. Now, before I go further, I want to ask you a question. Where are you from originally? I'm originally from Switzerland. You're originally from Switzerland, and you think the policy is not okay? I think the policy is basically racist. I mean, what the officials say is, oh, this is not discrimination, that's normal, everybody has to obey the rules, but it's obvious that these are not the same rules for everybody. If I want to go swimming there, of course I can go there whenever I want. If a refugee from the camp here wants to go swimming in this place, they say they have to phone first, they have to ask whether they are allowed to go there, and that's an obvious breach of the right to freedom of movement. But the Bundesrat, Simonetta Sommaruga, she said that it's not true that they have the right to come here. Who is really taking the higher power of deciding what to be done in the city? Well, the thing is this. They know that from a legal point of view, they can't forbid people to go inside this place. On the other hand, from a political point of view, they want to show that they are in charge, that they are doing something against the dangerous refugees and so on. So what they did was they wrote this ban from going here into the regulation of the house where the refugees live. And they know that it's illegal to do that, but they also know these are people just arriving in Switzerland, they won't know their rights. So the trick is, write it in there. Obviously, they can't enforce it legally, but obviously those who are subject to this ban won't know that it's illegal, and so they will obey this rule. Another important thing is, do you think there could be any change? Well, that depends on how you ask the question. On the long term, I would say possibilities for change are huge. I mean, slavery ended in most places of the world. Do you think they can lift this ban that the refugees will have the chance to come here without hindrance? Oh yeah, I think so. I think actually that at least this specific problem won't arise again because we hired a price for them. They thought, we write this in this house rule thing, nobody ever reads it who understands the law. So people will just read this Hausordnung and they will obey it. Now they found out, oh shit, there's human rights people who watch these things, then they make it public, then there's a huge public fuss about, and in the end you have to deal with people demonstrating in the streets. So this kind of hires the price for them to do such things. Another question I think people are neglecting is about the timing they have to stay and the timing they have to come out. Do you think this is human? The Bundesrat, she said that they have a freedom of movement. Is this freedom of movement? Obviously not. And I mean, there's other things as well. They said that people can't have their own cell phones. They're only allowed to use their SIM card in a cell phone of the asylum organization. Which sounds like, oh, no problem, they can telephone. But what this does is a refugee can't phone up another refugee because both of them have their SIM cards, but none of them is allowed to have their cell phones. So
what's happening here is really a policy of dividing people, and then with the rhetoric of saying, oh, that's to solve social frictions. Well, what is indeed doing is, well, how do you make friction? By not having people communicate with each other, not having people meet in the streets with each other, and so on. So far so good. Are you satisfied with the way the things are going for a betterment for the refugees in Switzerland? Are you satisfied generally with the new changes, how the government are responding to accept that, okay, this is not good, we can make a change? No, I'm not happy about how government policy is changing at the moment. For 10, 20 years now, there's this game of who has more demands of hardening asylum laws, who has the more extreme demands, and now things like Badeverbot, like banning people from public swimming places, is getting commonplace. And I mean, that's a horrible development, I think. Thank you so much. In the last word, what advice do you have for the refugees, the human rights group? What advice do you have for them? Well, my advice to refugees would be inform yourself about your rights, because the officials aren't going to tell you, and then do what you're allowed to do, and don't believe them if they say it's going to have bad consequences for you. Because if you go there and swim there, they will tell you it's all illegal and stuff, but then they won't have a way to do anything against it, because it is not illegal for you to go in there. Thank you so much. Mit anderen Worten, am besten geht es, am einfachsten für alle geht es, wenn man begleitet ist. Wir haben die Regelung so getroffen, dass einzelne Asylbewerber problemlos überall hingehen können. Wir nehmen ja nicht an, dass jeder da jetzt diesen Krach machen will. Die meisten wollen sich ja hier eingewöhnen. Wir haben jedoch für größere Gruppen, 10 Personen und mehr, doch ein gewisses Regelungsbedürfnis, und das möchten wir kommunizieren. Wenn man es anmeldet, wenn man es, muss ich mich anmelden. Wenn man es vorher, wenn man es, hergekommen, um ein Gespräch mit Ihnen zu führen. Sie halten jetzt ich mache ja ein Statement, kein Gespräch, wissen Sie. Ah, das ist kein Gespräch. Ja gut, dann können wir, glaube ich, weitergehen, wenn Sie mit uns sprechen möchten. Wir sind hierher gekommen, um mit Ihnen ein Gespräch zu führen, nicht uns die leeren Hülsen anzuhören, die wir seit 2 Wochen hören. Die sind, es ist ein Verbot, es ist doch kein Verbot, es geht um das Zusammenleben. Zusammenleben heißt getrennt leben. Wir haben das alles gehört, wir möchten mit Ihnen diskutieren. Das ist ganz lieb von Ihnen, Sie diskutieren aber nicht, Sie polemisieren. Das ist der Unterschied. Ich möchte zuerst, dass auch unsere Seite, die Seite, die ich vertreten muss, ich mache das vielleicht nicht gerne, aber dass auch diese Seite... Moment. Sie haben es überhaupt nicht gehört, es hat niemand zugehört. Ich habe gar niemand von Ihnen vorher zum Gespräch hier gehabt. Ich habe eine Frage. Moment, jetzt möchte ich noch fertig sprechen. In der Badeanstalt haben wir ein Problem, das kommt jetzt dann gleich. Wenn der Sommer vorbei ist, haben wir Winter im Hallenbad. Dann ist die Badeanstalt zu, und im Winter haben wir das Hallenbad. Da ist sowieso am Vormittag geschlossen. Wir haben nur sehr wenig Bahnen, wir haben nur Platz für etwa 10 bis 15 Personen, die kommen können. Da brauchen wir eine gewisse Regelung vorher. Diese Regelung, das wurde besprochen im Asylzentrum mit den Betreuenden. Aber wovor haben Sie Angst, wenn eine Asylsuchende nicht begleitet läuft oder dorthin kommt? Ich hätte die genau selben Regelungen treffen müssen, also der Stadtrat, die genau selben Regelungen treffen müssen, wenn wir zum Beispiel eine Gruppe von 150 Waldarbeitern hier gehabt hätten, die wie beim Lothar es war. Für die Armee, da gibt die Armee muss sich auch anmelden, um in die Badi zu gehen. Müssen sich die Soldaten anmelden, wenn sie in die Badi gehen? Nach Feierabend. Nach Feierabend nicht, aber Feierabend ist... Sie machen, was Sie wollen, auch wenn Sie in größeren Gruppen sind. Dann sagen Sie doch nicht, das sei nicht diskriminiert. Das ist doch unredlich. Sie wissen selbst, Sie machen hier Sonderregelungen für eine Gruppe von Menschen aufgrund geschürter Ängste gegen diese Gruppe von Menschen. Sie wissen genau, dass das diskriminierende Regeln sind, und kommen jetzt mit einer Wolke von schönen Formulierungen über das nette Zusammenleben. Sie haben...